Gästezimmer rein. Oh Mann. Nicht, dass nachher noch so eine... Was ist das denn bitte für ein Vieh? Ist das Hulk oder was? My journal is gone. What would they want with my journal? Ah. Alles, was mir bleibt, ist eine Kakerlake. Das Gästezimmer. Weg damit. Weg. Es ist wichtiger, sowas zu bekommen. Nichts. 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men travelling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Oh, wei, 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 wei. Hier sieht es noch sicher aus. Warte mal. Wenn ich das rausziehe, vielleicht ist dahinter noch was. War das jetzt die Kakerlake? Und ich habe vergessen, mich in Skype auf beschäftigt zu stellen. Verdammt. So. Ich nehme erstmal... Oder ne, lieber noch nicht. 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colourful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Tja. Och Mann, ey, das geht mir gerade auf die Nerven. Immer wenn ich aufnehme, werde ich angeschrieben. Ist das nicht immer so? So, hier ist nichts. Hier ist noch weniger. Aber wir haben eine Brechstange, der perfekte Schlüssel. Da hinten ist noch ein Zimmer. Hier Öl. Tja. Knack. The key. Please, let it be here. Hey. Da ist Daniels Tagebuch.
Scheiße, der ist hier im Raum, ey. Alter. Der hat die Tür zu Klump gehauen. Das ist dieser verdammte Drecksschlüssel. 4th of July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Tja, wir brauchen immer noch den Schlüssel, würde ich sagen. Wieder hier. Ein Hemd, ja. Toll. Weg damit. Na, klasse. Das Ding ist kaputt. Stand auf seinem Tisch, hat er gesagt. Tja, da liegt's jetzt nicht mehr. Wir brauchen einen verdammten Schlüssel. Oh. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Krass. Das ist ja genial. Hätte nicht gedacht, dass es wirklich beim auf Anhieb klappt. Ich hätte eigentlich mit was anderem gerechnet. Aber er muss ja auch in dem Raum sein. In den anderen Räumen hatte ich ja schon alles durchsucht. Aber jetzt kommt wieder die Schleimspur. Boah. Nein, ey, das kann nicht sein. Jetzt kommt mir das Zeug schon bis hier hinterher. But how did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Uah. Glibbersoße. Wir kaufen nichts. Dankeschön. So. Gehe ich jetzt mal in den Maschinenraum und beende dann die Aufnahme hier. Hoffentlich erwartet mich da jetzt nichts Schlimmes. So.
Ich hoffe, euch hat es gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Safi. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ende. Nee, Quatsch. Wir sind hier wieder zurück in Amnesia mit eurem guten alten Safi. Ich begrüße euch alle recht herzlich und wir haben es jetzt hier in den Maschinenraum geschafft. Oder zumindest in einen Raum voller Rohre. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe allerdings, dass ich Glück haben werde. Ja, und mich nicht so arsch erschrecken werde wie beim letzten Mal. Weil beim letzten Mal hat man ja doch recht gesehen, wie ich mich da fast zu Tode erschrocken habe. Hey, boah, das wünsche ich keinem. Wer hätte sich aus sowas gedacht? Zumindest ich hätte mir in der Situation da nicht so eine hinterlistige Aktion vorstellen können. Und dann kommt es auch. Oder was heißt nicht vorstellen können? Es hat sich quasi angedeutet für den Zuschauer hin, aber für mich in dem Moment nicht. So, schauen wir mal. 5th of July, 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the globus cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Ja, habe ich schon erwähnt, dass das Game langsam immer unheimlicher wird? Naja, ist ja auch eigentlich klar. So, und wir müssen scheinbar hier runter. Aber ich finde es schön, dass hier wenigstens alle Leuchten an sind. Das macht es wesentlich erträglicher. Und ich hoffe, ich werde mich eigentlich jetzt kaum erschrecken. Ich bin eigentlich auch relativ kaputt. Ich bewundere mich gerade selber, dass ich Zeit genommen habe für die Aufnahme, weil ich habe doch... Oh, was haben wir denn hier? Traotatio fluxus. Erstmal hier die Nachrichten. 14th